Moin liebe Trickser und willkommen zu einer neuen Folge. Wir reagieren auf die neuesten Zaubertricks, die es aktuell so gibt auf dem Markt. Ganz schön langer Name fürs Format. So ein Video haben wir das letzte Mal im Mai gemacht. Jetzt haben wir Juli, also es wird mal wieder Zeit. Und beim letzten Mal haben wir bei Murphy's Magic vorbeigeschaut, dem größten Zaubereiartikelhersteller der Welt. Jetzt dachte ich mir, für heute gucken wir mal bei Ellusionist vorbei, auch einer der allergrößten Hersteller für Zauberei bzw. Publisher. Ich habe einfach mal schon ein paar Trailer geöffnet hier. Gucken wir doch einfach mal, was gibt es da Neues auf dem Markt. Clairvoyance bei Peter Turner. Clairvoyance heißt so viel wie Wahrsagerei, glaube ich. Ne? I thought I'd share with you a routine that you can use with your deck of cards, and this'll blow your mind. In the chair, I've got a bit of an interesting character. This is Ilzolti. Ilz is a magician in training, but do you want to tell them what it is that you do for a living right now? I'm a poker performance coach at Hypnopoker. And that means you get to play a lot of poker, you study cards, you study people. Yes, I use hypnotherapy. Interessant, sie macht Hypnotherapie mit Poker. Interessant, noch nie gehört sowas. Sat there thinking there's no way that could happen, but I believe I could walk into a casino and I could, if I had a vision that was strong enough in my head, predict based on the odds what were going to happen in any game of cards. I mean, did you sort of come across that when you worked there, or? Not at all. So it wasn't like that in the films where people were counting cards and stuff like that? And no. Did the house always win? Always, absolutely. Well, I'm hoping that today I'm going to win. So I propose that you play the house and I'm going to be the player. And we'll see how we get on. So take the cards out of the box for me. Just whilst Ilz is doing that, and mix them. Please mix them. Feel free to check through them. Do what you want to do with them. Just, I see you're a little bit suspicious. That's great. It's all right. Mix them as much as you want. Now, there's one rule whilst you're mixing these. I want you to imagine that you're genuinely back in that casino. And you've got to go home that night knowing that you did your due diligence, so mix them as much as you want. To everybody else, there's a little black envelope that's sat on the table, and inside this envelope is a prediction of things that I feel is about to come to fruition. You happy? Yep. Do you want to give them another cut for luck? Go on then. Is there any way that either of us could know the order of that deck of cards now? No. No. Also sehr interessante Prämisse, ihr kennt mich, ich habe auch sehr viele Videos dazu auf meinem Kanal. Ich bin ein großer Fan von Karteneffekten, bei denen irgendwie in irgendeiner Form Casino-Spiele, Poker beispielsweise, eine Rolle spielen. Das finde ich immer richtig nice, ja, mit dem Zufall der Karten zu spielen. Good. So I just want you to deal these one at a time at the table, face down. Don't worry about counting them. Yeah, just get into a rapport of doing that. You can stop whenever you want else. Do you want to do one for luck? Happy there? Do you want to do one more for luck? Happy? Yes. Now, bearing in mind, did you count these as you were dealing them down? No, so put 15. the deck off to the side over there for a second. Now think about this for a second. If you'd have dealt one card more, one card less, this would have been different, right? I want you to pick the cards up for a second. Don't move the order of them, just count how many it is that you dealt to. Can I count them down? No, so just keep them in your hand like that, that's it. Weil sonst hätte sie die Reihenfolge umgekehrt, wenn sie auf den Tisch gezählt hätte. 14, 15. And then square them up, put them back on the table. Are you happy that there's no way on earth either of us could have known that that would be the number that we'd end up at? Yeah. And how many times did you shuffle the deck, would you say? 3, 4? About 5. 5. So there's a little prediction inside here. I'm going to take it out and I'm going to read this and you can read along with me. You will stop at how many cards? 15 cards. 15 cards. And the card you will stop at will be the King of Hearts. No way. Let's have a look, let's see what you stopped at. Turn it over, let's see. Serious? Yeah. Also Schritt 1, die Prediction bei wie vielen Karten. Soweit so gut, das haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker. Aber wenn da jetzt wirklich oben drauf der Herz König ist, dann bin ich sogar wirklich volles Rohr weg, aber brutal weggefühlt. Yeah, let's see. Show it to the camera, there it is. And Okay, das ist brutal, Alter. Das ist echt brutal. Ich bin wirklich hart gefühlt, ey. there's the prediction, absolutely proving that if I came into your casino any night of the week, I'd be going home with the money. You won't be allowed in. Warte, ganz kurz. Da stand ja extra noch der Hinweis, die dürfen den Zettel lesen. Durfte sie nur Punkt 1 lesen oder durfte sie auch Punkt 2 lesen? Das möchte ich gerne noch mal sehen, warte. You will stop at how many cards? 15 cards. Vielleicht hält ihr da gerade mit dem Daumen die Karte zu. Kann aber auch sein, dass die Zuschauerin das jetzt auch schon lesen durfte. 15 cards. And the card you will stop at will be the King of Hearts.
Ah, okay, Gott, er zeigt dir die Karte. Ja, habe ich falsche Erinnerungen gehabt. Okay, also, nochmal zusammengefasst. Zuschauer mischt ein Kartenspiel, legt Karten auf den Tisch, wir predikten, wie viele er hingelegt hat und wir predikten, welche Karte jetzt oben auf dem Stapel liegt. Der letztere Part, der fuhlt mich weg. Ohne mir jetzt groß Gedanken darüber zu machen, bin ich volles Rohr gefuhlt. Die Sache ist, rein prinzipiell für genau das, was ich jetzt gerade als Effekt vorgestellt habe, gibt es logischerweise wie bei jedem Effekt immer 100 verschiedene Methoden, um diesen Effekt zu bewerkstelligen. Was Peter Turner hier jetzt vorstellt, ist eine von 100 Methoden, wie man das bewerkstelligen könnte. Seine Methode ist halt brutal clean. Der Zuschauer mischt alles, der Zuschauer macht alles selbst und am Ende treffen wir. Jetzt fällt mir gerade tatsächlich eine Möglichkeit ein, weil ich jetzt gerade den Briefumschlag erkenne. Okay, gut, never mind. Ich glaube, gefühlt bin ich trotzdem, aber ich hab eine Idee, sagen wir mal so. Nichtsdestotrotz, also wenn das interessant für euch ist, ne, checkt es auf jeden Fall aus. Aber wie gesagt, genau den Effekt würde ich und wahrscheinlich auch die allermeisten von euch, die selbst auch zaubern, wir würden diesen Effekt auch bewerkstelligen können. Mit einer anderen Methode, die vielleicht nicht zu 100% so clean ist wie Peter Turners Methode. Das Lustige ist, die Methode, an die ich da jetzt gerade in dem Moment gedacht habe, ist wirklich genau die von Peter Turner mit einem kleinen Unterschied. Aber ich persönlich denke mir ja immer, macht es wirklich so einen großen Unterschied für den Zuschauer? Macht es für den Zuschauer so viel aus, ob er das Deck selbst mischen durfte, beziehungsweise ob er die Karten selbst hinlegen durfte oder wenn er eine Karte so gewählt hätte, macht es für den Zuschauer einen so großen Unterschied? Im direkten Vergleich auf jeden Fall. Aber ihr zeigt ja nicht zweimal den gleichen Effekt auf unterschiedliche Methoden euren Zuschauer, sondern ihr entscheidet euch für eine Methode und performt das. Ich weiß nicht, ob die Reaktionen beim Zuschauer so viel schlechter gewesen wären, wenn man eine nicht so cleane Methode genommen hätte. Also was Peter Turner hier im Endeffekt macht, ist, er bedient unseren Anspruch. Wir in der Zauberei haben oft diesen Anspruch, wir wollen so clean wie möglich, so wenig wie möglich, dass wir involviert sind und so weiter und so weiter. Aber starker Effekt und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie er das gemacht hat. Okay, das hier hat es für uns Zauberer jetzt ultimativ verraten. Kann man diese Routine nur mit diesem Deck machen oder mit jedem anderen Deck derselben Art? Und Ellusionist sagt, andere Decks können diesen Effekt auch bewerkstelligen, aber nicht alle Decks. Und ich glaube, das verrät uns Zauberern jetzt an der Stelle alles, was die Methode betrifft. Starker Effekt. Aber also ich persönlich, ich muss das natürlich auch immer bewerten, ich persönlich würde das jetzt nicht kaufen. Ich würde jetzt kein Geld ausgeben für genau diesen einen Effekt. Weiter geht's. Checksum bei Mark Lemon. 7, 3, 2, now. Okay, es geht wieder um die Handy-Pin. Jetzt haben wir gerade was von Peter Turner gesehen. Peter Turner hat sich sehr viel beschäftigt mit dem Thema die Handy-Pin des Zuschauers oder den Geburtstag des Zuschauers herausfinden, solche Dinge. Jetzt bin ich gespannt, was hier als Alternative kommt, ne? Someone creates a unique 4-digit pin, and the secret behind Checksum allows you to read their mind and reveal that exact number every single time. Das sieht jetzt für mich bisher nach nichts Neuem aus. Du hast ein iPhone mit dem iPhone-Taschenrechner. Das schreit für uns Zauberer eigentlich direkt nach einer einzigen Sache. Ende. Ich will mal so einen Produkttrailer sehen, wo die das machen mit dem Android-Handy. Das würde mich interessieren. Und nicht jedes Mal dieser iPhone-Taschenrechner. Checksum uses no magic apps, and it's based on a stupidly simple math principle. So I'm going to try and work out what your 4-digit number is. Your kind of aim is to not give anything away in your face or your voice or anything. Ich hätte gerne eine volle Performance gesehen und nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo die Zahl da schon steht. Ich hätte gerne gesehen, wie ist diese Zahl entstanden. Hat er die da eingetippt? Hat er irgendwas plus minus mal durchgerechnet? Das brauchen wir doch, um vorher entscheiden zu können, kaufen wir das Produkt oder nicht. Das nervt mich so an Magic-Trailern, dass nicht eine vollständige Performance gezeigt wird, sondern irgendwo mittendrin, vielleicht wurde schon 5 Minuten lang gerade performt und jetzt erst schalten wir mit rein. Mich nervt das. Anything like that. Poker face. So I want you to think of the first digit for me. And I'm just going to ask you to count up from 1 all the way through to 0, 0 being above 9. So just count through and I'm going to look at you. But try not to give anything away here. But we're concentrating on the first digit. Ja, ich habe keinen Bock jetzt hier sein Reading zu gucken. 2 or 3 is a 3. Yep. 3, okay, alright. If you can do this in your head, you can perform this effect. Ich bin mir da ja nicht ganz sicher, ne? Das ist ja echt das Problem. Es kann sein, dass ich hier zu Unrecht das Ganze verurteile. Da steht jetzt uses no special apps or websites. Damit könnte jetzt gemeint sein, keine speziellen Apps für diesen Zaubertrick, sondern der iPhone-Taschenrechner. Es könnte aber auch gemeint sein als, es muss nicht ganz speziell der iPhone-Taschenrechner sein, sondern es geht jeder Taschenrechner. Aber wenn du nun mal einer der größten Hersteller in der Zauberindustrie bist, dann weißt du das, dass Zauberer darauf Wert legen, das in Erfahrung zu bringen. Du schreibst es dazu. Dass es hier jetzt
jetzt nicht steht, nervt mich und nervt, glaube ich, auch super viele andere da draußen. Und wenn ich den Trailer sehe, dann schalte ich sofort aus und ich würde niemals dieses Produkt kaufen, wirklich. Egal wie cool das mathematische Prinzip dahinter ist, mich nervt, wie die es verkaufen und deshalb möchte ich dir mein Geld nicht geben an der Stelle. Uses their phone, Klammer auf, if it's an iPhone, Klammer zu. Oder kann dieser Satz da so stehen bleiben ohne diese Erweiterung? Wir wissen es nicht. Here's the sneaky bit. After you reveal their freely thought of PIN, you'll secretly know their exact date of birth. And they'll have no idea that you have this information. Ja, das klingt nach einfach nur iPhone-Taschenrechner. Da haben wir doch schon 10 verschiedene Releases zu gesehen. Das sieht nach nichts Neuem aus. Now you can do birthday reveals, star sign reveals, one-ahead routines, and much, much more. Is this a 7? 3, 2... No. You know, really, you're a typical Sagittarius, easy to read. The phone is left completely clean, and the total they end up with will be the same during performance and if they add it up again later. Checksum uses no magic apps. It's not the toxic force. Das ist schon mal gut zu wissen, okay. It can be done on their phone, and it's so simple that Aber sag doch auf welchen Handys? even a chimp can do it. Okay, das war actually lustig. So einfach, selbst ein Schimpanse könnte das und dann schwenkt die Kamera rüber zu Peter Turner. Okay, er war daran mitbeteiligt. You know, you think to yourself, well, I'll never be able to remember a 4-digit number, but you realise in performance and after practicing it a couple of times, oh, this is easy. Yeah. And this is the second time I've performed it and it's like muscle memory now. And even if you like using magic apps, Checksum will give you an ironclad backup should they ever fail. Checksum is an unexplored, borrowed phone phenomenon that you can learn instantly. Mann, ich weiß es jetzt nicht. Oh, Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Gehen wir in die Kommentare. Ja, richtig. Would like to see a full performance of how and what information is input to create this 4-digit number, assuming DOB, but wonder if anything else also. Richtig! Is it for Android or iOS? Checksum uses a scientific calculator that only comes standard on some Android devices. If you don't have one, you can download one for free from the Play Store. Ja, okay, das war alles, was ich wissen wollte. Is it taught in the How to Read Minds Kit? Yes, but beta teaches is this. Ja, also es ist nichts Neues. Es ist genau das, was wir schon 1000-mal gesehen haben. Next! Pocket Portal by Samuel King. Okay. Digga, ist das Eric Jones? Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du unter Vertrag einen der besten Münzmagier der Welt hast, der dann Münzreleases vorstellen soll. Das ist natürlich schon nice. Hey guys, my name is Eric Jones and welcome to Pocket Portal by Sam King. What you get in the package is a really cool utility device that can be used in place of a device like an Okito box. Hatten wir da nicht schon drauf reagiert? Oder hat Murphy's Magic halt wirklich parallel zu Ellusionist auch so eine Coin Wallet rausgebracht mit genau der gleichen Funktion? FPS Coin Wallet, also auch noch das 10.000. Münzportemonnaie. Ja, da gibt es wahrscheinlich schon ziemlich viele Routinen, die dann auch irgendwo Sinn ergeben. Aber es sieht jetzt erstmal so für mich nach nichts mega Besonderem aus, sozusagen. Also nichts Neues, was man nicht schon gesehen hat. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Gebrauchen kann man sowas trotzdem immer. Ja, moin! Depending on your skill level will determine what you're able to do with it. But there's something for everyone. Whether you're beginner, intermediate, or advanced skill level, there's something here for you. Freunde, Realtalk, ist das genau die gleiche Wallet wie die von Murphy's Magic?
I've got a couple of cool color changes that can be done with this device, a 2-coin transposition that has got to be seen to be believed, and a really cool sequence that can be done with one hand so that you can prepare for a big finish with the other. There are switches, there are transpositions, there are productions, there are vanishes. Okay, wir brauchen das jetzt nicht weiter gucken. Wir wissen ja, worum es geht, so ungefähr. Also, wer Eric Jones nicht kennt, Eric Jones ist einer der wirklich besten Münzmagier und vor allem auch Münzmagie-Erfinder, der zurzeit auf diesem Planeten existiert. Deshalb ist es schon mal absolut von Vorteil, von ihm zu lernen. Man sollte aber auf jeden Fall einiges an Grundkenntnis in der Münzmagie haben und auch einige Techniken schon beherrschen. Also, das ist nicht ohne, was der Gute immer so erklärt. Ja, er erklärt auch immer Anfängervarianten, aber am meisten Spaß hast du damit, wenn du wirklich ein Münzpro bist. Also wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr euch sehr ausgiebig mit Münzmagie beschäftigt, ist das vielleicht was Interessantes für euch. Aber da brauchen wir jetzt den Trailer nicht weiter gucken. Wir wissen ja ungefähr, worum es jetzt geht. Hier bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Invisible Decks bei Ellusionist. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Ist das wieder ein weiteres Invisible Deck oder ist es wirklich ein Invisible Deck? Gucken wir mal. 7 of Hearts. 7 of Hearts. Ist schon mal eine andere Sortierung als die Standardsortierung. Das ist einfach nur das Invisible Deck? Muss man das wirklich als neues Produkt mit einem neuen Trailer und so weiter so vermarkten? Ich weiß ja nicht. Komisch. Also zum Invisible Deck habe ich eine Gimmick-Review in der Infokarte da oben gemacht. Schaut ihr euch gerne an. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll zu Freunde. Also das ID 360 von Card beispielsweise finde ich millionenmal besser als das Standard Invisible Deck. Finde ich ein bisschen weird, im Jahr 2021 da einen Trailer für hochzuladen. Okay, dann würde ich sagen, als letzten Effekt für heute schauen wir uns an Uncut bei Cameron J. Braxton. Okay, skippen wir einfach mal dieses ganze cinematografisch. So, ich will den Effekt sehen. Okay, Center Deal. Welcome in, my friends. My name is Cameron Braxton and I hope... Wie schlecht soll die Mikroqualität deines Trailers sein? Ellusionist, einer der größten und renommiertesten Zauberhersteller der Welt? Ja. When I first started out on my journey on the center deal, it was because of 2 reasons. It's a very difficult move and there is no use, no practicality to it. Until now, I want to share everything. Also er erklärt einfach nur ein Center Deal. Okay. With you that I've come up with regarding the legendary center deal. We're also going to be learning several different tricks that are structured not around the move, but I've hand-selected various tricks and in some cases I've actually created effects. Ja, das ist nämlich genau die Sache, die mich jetzt interessieren würde. Guck mal, so wie sie jetzt aussieht in dem Trailer, ist ja der einzige Sinn davon, sich das zu kaufen, wenn man flexen will. Guck mal, ich kann nicht nur ein Second und ein Bottom Deal, sondern ich kann das auch von der Mitte. Aber bisher, wie wir es gesehen haben, beantwortet das ja noch nicht die Frage, wann ergibt es denn Sinn? Inwiefern ergibt es denn Sinn, dass du es dir so schwer machst, dass du nicht von unten oder von der zweiten Position dealst, sondern aus der Mitte heraus? Das kann in bestimmten Routinen absolut sinnvoll sein und ich hoffe, das beantwortet auch dieses ganze Projekt, wenn man sich das ganze Ding holt als Download und sich anschaut. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht so großes Interesse, das noch weiter zu gucken, weil wir wissen ja jetzt, worum es geht. Es ist einfach nur ein Center Deal. Wäre für mich persönlich jetzt auch nicht unbedingt was. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch auf einer positiven Note zu enden. Gucken wir noch ein letztes Video. Retrace by Gino. A Slow-Mo Visual, okay. Ring Production. Hi guys, my name is Gino Buencamino, and I'm here to show you a few of my favorite pieces that I've created. Both of them are very visual and a lot of fun to perform. So without further ado, let's get started. Hey, can I borrow that? Thanks. And actually, I want to show you something pretty interesting. Because you know how the Sharpie, it says permanent? Sometimes when you write, it's temporary. Like when you write on your skin, it'll disappear after a few days. And what that means is it's sort of in a state of half reality, where it can disappear for just a moment, before it actually comes back, fully real and solid.
das war's. Realtalk, das war's. Das verkaufen die als eigenes Produkt. Für welchen Preis? Ah, okay, das ist auf deren Membership-Modell. Magic Stream, okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Freunde. Also ich bin tatsächlich jetzt nach diesem Video etwas enttäuscht, ne? Also irgendwie war da jetzt nicht eine einzige Sache, die mich so richtig krass angesprochen hat. Also wirklich mein liebster Effekt jetzt aus diesem ganzen Video auf alles, worauf wir heute reagiert haben, war der erste von Peter Turner. Das war so das Einzige, wo ich gesagt hätte, okay, ich hätte Interesse daran, das zu lernen. Aber andererseits, also ich würde jetzt nicht unbedingt Geld für ausgeben und mir das holen. Aber sonst, alles, was wir heute gesehen haben, war für mich so, ja... Also vom Effekt her am besten war hier das Invisible Deck und das ist halt ein Ding, das gibt es seit 100 Jahren. Oder mehr? Oder weniger? Ich weiß es gar nicht. Schreibt mir gerne die Historie des Invisible Decks in die Kommentare. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video unterhalten und euch auch irgendwie einen Einblick geben in ein paar Missstände der Zauberindustrie aktuell, weil alles, was wir jetzt hier gesehen haben, war ja im Prinzip nur Recycling von alten Dingen, die es schon gibt, die einfach nur neu produziert und neu auf den Markt geworfen werden. Ich weiß ja nicht, ob ich das so gut finden soll. Klar, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber Ellusionist hat in den letzten Jahren so viel Innovation gebracht. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten, und das sind ja vor allem auch interne Probleme, in den letzten Monaten kommt da einfach nichts Neues mehr von denen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr live auf Twitch. Bis dann, euer Matti und ciao. Okay, ich brauche ein Was stimmt nicht mit euch Thumbnail. Ist das dumm? Du Kleiner!